Du hast Ärger mit deinem Chef und möchtest das Verhältnis verbessern. Du meinst, er trägt ganz allein dafür die Verantwortung. Es kann auch sein, dass du daran maßgeblich beteiligt bist. Wer weiß. Aber hast du schon mal daran gedacht, dass es einen ganz anderen Grund gibt, warum du Ärger mit deinem Chef hast? Willst du wissen, warum? Dann bleib dran. Hallo, ich bin Henning und ich freue mich, dass du das Problem mit deinem Chef aktiv lösen willst. Und das ist übrigens schon ein ganz großer Schritt deiner Lösung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du hier neu bist, dann abonniere mich, wenn einfach dir die Videos gefallen und aktiviere die Glocke, um in Zukunft zum Thema Kommunikation und Arbeit nichts mehr zu verpassen. Du hast richtig Lust auf deinen Job, gehst morgens mit dem Lied auf den Lippen zur Arbeit, jedenfalls zu 90%. Ja, und du bringst dich ein, hast Verbesserungen am Start, also dich füllt der Job richtig aus. Dann gibt es Tage, an denen du am liebsten hinschmeißen würdest. Oder schlimmer noch, du hast irgendwann den Gedanken, ich habe den falschen Berufsweg gewählt. Auch wenn es dich jetzt nicht beruhigt, mit diesen Gedanken bist du nicht allein. Es geht Tausenden da draußen so. Starten wir mit einem Beispiel. Du gehst voller Freude zu deinem Chef, denn du hast eine Verbesserung. Du weißt, wie du die Kunden noch glücklicher machen kannst, vielleicht sogar eine Menge Zeit sparst und vielleicht auch obendrein Geld. Also das ist jetzt ein Idealbeispiel, aber ist halt so. Wärst du jetzt dein Chef, würdest du doch sagen, krass, cool, das probieren wir aus. Gleich nächste Woche oder wie auch immer, wie viel Zeit brauchst du, wie viel Kohle brauchst du, das setzen wir um. Da wärst du als Chef richtig stolz auf deinen Kollegen. Die Realität sieht vielleicht etwas anders aus. Vielleicht ist es dir auch schon ergangen, der Chef blockiert. Mutmaßt, Mensch, das können wir doch jetzt nicht einfach machen. Denk doch mal daran oder das. Hat also Einwände und ist da nicht so besonders amüsiert darüber, dass du so tolle Ideen hast. In größeren Unternehmen kann es sogar dazu führen, dass du gar nicht weißt, an wen du dich da genau wenden sollst. Also, wenn du deine Kollegen fragst, sagen die, läuft doch alles, ist doch alles gut. Oder du gehst zum Bereichsleiter, übergehst vielleicht deinen Teamleiter, der jetzt darauf nicht so reagiert hat. Also du siehst, das ist so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Vielleicht sägst du sogar an deiner Karriereleiter. Du bist auf Dauer frustriert, das kann ich gut verstehen. Schreib mir in die Kommentare, ob es dir auch so ergangen ist. Ob du Situationen hattest, die du als frustrierend empfunden hast, die du nicht lösen konntest. Obendrein, wenn dann noch deine Kollegen sagen, Mensch, läuft doch, mach doch einfach deine Arbeit. Das ist doch auf Dauer keine Lösung, oder? Wie kannst du nun diese Situation lösen? Schauen wir uns doch etwas aus der Metaebene an. Kann es sein, dass die Organisation, in der du arbeitest, nicht durchlässig ist für Ideen? Generell. Wenn da jemand Ideen hat, das ist einfach nicht vorgesehen. Denn alles läuft von A bis Z. Alle Prozesse, seit 20 Jahren, sagen wir mal, läuft es wie ein Uhrwerk. Ne? Die Marketingabteilung, sagen wir mal ein bisschen provokativ, schläft. HR trinkt Kaffee. Läuft doch alles wunderbar. Und insofern gibt es doch keinen Grund zur Veränderung. Ich konnte es selber nicht glauben, solche Organisationen gibt es. Was kannst du tun? Tja, du gehst selber in Führung. Nur so hast du die Chance, viel dazu zu lernen, dich weiterzuentwickeln und bestenfalls deine Ideen zu realisieren. Such dir Kollegen, die auch Lust haben, etwas zu verändern, die nicht nur meckern, sondern einfach auch sich einsetzen wollen. Setzt euch nach Feierabend in der Gruppe zusammen und überlegt euch, wenn ihr jetzt selber Chef wärt, was würdet ihr konkret verändern? Was braucht es dazu? Was braucht es an Budget? Was braucht es an Zeit, an Know-how? Wer kann sich da zusammensetzen? Das könnt ihr gerne nach Feierabend beim Bier besprechen und dann auch noch andere Kollegen ansprechen in der Firma. Das heißt, ihr geht im Unternehmen rum in Abteilungen, die ihr vielleicht auch noch nicht so genau kennt. Aber fragt doch einfach mal nach, so ganz unverbindlich. Klopft an die Tür, sagt, Mensch, wir haben hier eine Idee, wir wollen die gerne umsetzen. Was braucht es dafür? Und dann werdet ihr Fachleute antreffen in eurer Firma, die allesamt mit an einem Strang ziehen. Ich glaube, da werdet ihr Türen aufstoßen, wo viele auch dankbar sind. Und natürlich werden auch einige sagen, was macht ihr denn da? Wer hat das autorisiert? Solche Typen, klar, gibt es auch. Versucht aber wenig anzuecken, einfach immer nur zu sagen, Mensch, wir machen das im Sinne der Firma, wir wollen uns mal mit unseren Ideen einbringen. Ja, und dann macht ihr einen Termin beim Chef, möglichst jetzt nicht die ganze Gruppe, wenn es jetzt eine große Gruppe ist, sondern vielleicht so maximal 2, 3 Leute.
Trag denen diese Ideen vor. Die sind dann weiter ausgereifter natürlich und ihr habt dann auch schon so einen Plan im Kopf. Und er soll sich bitte darüber Gedanken machen, macht dann auch schon, das ist wichtig, einen Anschlusstermin. Dann verläuft das nicht im Sande. Das ist sowieso ein Learning. Immer wieder Termine machen, immer wieder sagen, okay, bis dahin soll eine Entscheidung getroffen werden oder dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und genau das kann passieren. Die Chance dafür ist sehr, sehr hoch. Das heißt also, setzt das um, geht zum Chef, erklärt ihm das und dann kann er gar nicht mehr so leicht das vom Tisch wischen und ablehnen. Sollte das nicht funktionieren, dann hast du wirklich einen Chef, der aus irgendwelchen Gründen blockiert. Das muss nichts mit dir persönlich zu tun haben. Der hat ja nun auch seine Geschichte. Dann solltest du aber überlegen, die Abteilung zu wechseln. Also wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest, dann bau dein Netzwerk auf. Das solltest du so ohnehin tun, wenn du jetzt das Video siehst. Also vernetz dich mit Kollegen, die du vielleicht noch nicht kennst. Dafür kannst du Workshops nutzen, du kannst dich zu Meetings anmelden, wo du was mit einbringen möchtest. Du kannst dich auf dem schwarzen Brett mal erkundigen, was es so gibt, Betriebssport, wie auch immer. Und dann kannst du dich mit anderen Leuten vernetzen, anderen Kollegen in der Firma. Und du wirst sehen, da werden viele so denken wie du und ihr könnt euch wunderbar austauschen. Das Tolle daran ist, es dauert natürlich immer eine Zeit, irgendwann klingelt dein Telefon und dann wird gesagt, Mensch, bewirb dich doch bei uns auf die Stelle. Also du siehst, wie wichtig auch ein internes Netzwerk ist und nicht nur das externe, was wir pflegen, sondern auch mit den Kollegen in deinem Unternehmen. Eins ist dir sicher dabei jetzt schon klar geworden, du kannst dabei nur gewinnen. Schau dir deine Kollegen an, die kurz vor der Rente sind. Mal ganz ehrlich, salopp gesagt, du schaust gerade in die Zukunft. Also geht das auf Dauer gut? Hast du dazu Lust? Ich glaube, das geht auf Kosten deiner Psyche, deiner Gesundheit, deines ganzen Umfelds. Wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, das ist das Schlimmste eigentlich, was dir passieren kann. Und das hat gar nichts mit deinem eigenen Beruf zu tun, den du erlernt hast, den du gerne tust. Es kann an der Organisation liegen. Und wenn alle Stricke reißen und dein Chef blockiert, dein Abteilungsleiter, Teamleiter, wer auch immer, das kann an der ganzen Struktur liegen. Das muss nicht an dir persönlich liegen oder an deinen Kollegen. Dann musst du den Schritt gehen, ja, so schwer es dir fällt, und das Unternehmen wechseln. Ja, das ist auf den ersten Blick traurig und vor allen Dingen anstrengend und neu für dich. Aber du kannst nur dazulernen. Das heißt, wenn neue Steps auf dich zukommen, mach kleine Steps draus und dann ist es alles gar nicht so schwer. Es ist erstmal so für dich vielleicht eine Niederlage, weil man sagt, Mensch, ich kann da nicht weiter. Aber du hast damit gar nichts großartig zu tun, sondern du orientierst dich jetzt neu. Du arbeitest an deinem Mindset zum Thema Arbeit und schaust dich einfach mal um im Internet. Es gibt dazu auch Videos auf meinem Kanal, die du schauen kannst. Und natürlich gibt es auch, das verlinke ich unten in der Videobeschreibung, Literatur und Links. Und schau dich einfach um und verändere deine Sichtweise. Und dann wirst du sehen, du wirst schon einen neuen Arbeitgeber finden, eine neue Organisation, in der du dich wohlfühlst und wo du dich aktiv mit deinen Ideen einbringen kannst. Da bin ich mir sicher. Mich würde es sehr freuen und auch die anderen Zuschauer sind bestimmt neugierig darauf, wie es dir ergangen ist, ob es dir geholfen hat, ob du einen neuen Job gefunden hast. Also poste das einfach mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ich drücke die Daumen und wir sehen uns im nächsten Video.